Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute erkläre ich euch die wichtigsten Konjunktionen im Deutschen, falls, wenn, deshalb, obwohl und trotzdem. Diese Wörter sind sehr wichtig, um Sätze zu verbinden und eure Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich werde euch die Bedeutung, die Struktur und viele Beispiele zeigen. Also bleibt dran und lernt mit mir. 1. Falls. Was bedeutet falls? Das Wort falls ist eine unterordnende Konjunktion und wird verwendet, um eine Bedingung oder Möglichkeit auszudrücken. Es hat eine ähnliche Bedeutung wie wenn, aber es betont, dass die Bedingung unsicher ist oder nur eine Möglichkeit darstellt. Satzstruktur mit falls. Ein Satz mit falls besteht aus einem Nebensatz, Fallsatz, und einem Hauptsatz. Struktur: Falls plus Nebensatz, Verb am Ende, Hauptsatz, Verb an Position 2. Alternative Struktur: Hauptsatz, falls plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bedingung mit Unsicherheit. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Alternative zu wenn mit Unsicherheit. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Bedingung für eine Entscheidung. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Bedingung mit negativen Konsequenzen. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Bedingung mit einer Möglichkeit in der Zukunft. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Fazit: Wann benutzt man falls? Wenn eine Bedingung unsicher ist. Wenn man über eine Möglichkeit spricht. Wenn man eine Entscheidung von einer unsicheren Bedingung abhängig macht. Merke dir, falls gleich wenn, aber mit mehr Unsicherheit. Unterschied zwischen falls und wenn.
Falls wird benutzt, wenn man unsicher ist, ob die Bedingung erfüllt wird. Wenn wird benutzt, wenn die Bedingung wahrscheinlich oder regelmäßig passiert. Beispiel. Falls du Zeit hast, komm vorbei. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Falls du Zeit hast, komm vorbei. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. 1. Verwendung von wenn für die Zeit, wann. Wenn wird verwendet, um über Ereignisse zu sprechen, die sich wiederholen oder zu einer bestimmten Zeit stattfinden. 2. Verwendung von wenn für Konditionalsätze, falls. Wenn wird auch verwendet, um Bedingungen auszudrücken. Es bedeutet if auf Englisch. 1. Konditionalsätze geben eine Bedingung an. 2. Die entsprechenden Fragewörter lauten wann und unter welcher Bedingung. 3. Ein Bedingungssatz gleich Konditionalsatz ist ein Nebensatz. 4. Es gibt im Nebensatz eine Bedingung und im Hauptsatz eine Folge. Sätze mit wenn geben eine Bedingung an. Sie antworten auf die Frage wann oder unter welcher Bedingung. Satzstruktur. Komme und wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb. Oder wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb und Komme und Verb. Sie können vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Hier sind ein paar Beispiele. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Vor dem Hauptsatz. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Nach dem Hauptsatz. Sätze mit wenn sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe.
Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wann ärgern Sie sich? Wann ärgern Sie sich? Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Wann bleibst du im Bett? Wann bleibst du im Bett? Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Wann hilft Tom Laura? Wann hilft Tom Laura? Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wir gehen an den Strand. Die Sonne scheint. Ich möchte das jetzt mit wenn verbinden. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Ich kann dir helfen. Du sagst mir, was das Problem ist. Ich kann dir helfen, wenn du mir sagst, was das Problem ist.
Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Jetzt lernen wir deshalb. Deshalb wird verwendet, um eine Folge in einem separaten Satz auszudrücken, der dem Satz mit dem Grund folgt, wobei das Verb direkt nach deshalb kommt. Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich Zeit. Hier formuliere ich mit deshalb meine Folge, also ich habe Zeit ist die Folge. Ich achte darauf, dass mein Verb auf Position 2 ist und das Subjekt auf Position 3. Ich arbeite heute nicht ist mein Grund. Das gleiche gilt auch bei Modalverben. Ich kann nicht kochen, deshalb müssen wir Pizza bestellen. Hier formuliere ich mit deshalb die Folge. Und auf Position 2 steht mein Modalverb. Dann kommt mein Subjekt. Und am Ende des Satzes steht mein Verb. Beispiele: Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Wer sieht was im Fernsehen? Bilden Sie Sätze und verbinden Sie die Sätze mit deshalb. Georg, Krimis, mögen. Er, keine Krimiserie, verpassen. Georg mag Krimis, deshalb verpasst er keine Krimiserie. Laura, alle Fernsehsendungen, mögen. Sie, immer vor den Fernseher sitzen. Laura mag alle Fernsehsendungen, deshalb sitzt sie immer vor dem Fernseher. Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert, obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze.
Hauptsatz: Die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz: Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor dem Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2. Trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verbposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise. Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung.
Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken, wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen. Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes, wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt die Unterschiede zwischen falls, wenn, deshalb, obwohl und trotzdem verstanden. Vergesst nicht, die Beispiele zu üben und eigene Sätze zu schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für mehr Deutschlektionen. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.